Jochen, im ersten Lauf, wir wissen es alle, da hast du den Start ein bisschen verpennt. Nicht verpennt kann man nicht sagen, aber es war ein bisschen unglücklicher Start. Wie siehst du es jetzt im zweiten Lauf? Jetzt wird es richtig Gas geben, oder? Ja gut, man hat ja gesehen, dass auch im ersten Lauf, dass ich richtig Gas gegeben habe, sonst wäre ich nicht vom 7. oder 8. auf den 3. noch vorgekommen. Und ich bin eigentlich mit dem Motorrad, war ich perfekt zufrieden. Es war gut vorbereitet. Und wie gesagt, ich bin halt im Start nicht so optimal weggekommen wie viele anderen von den Kollegen. Und es ist halt hier in Most bei der sehr kurzen Distanz, gibt es sehr wenig Überholmöglichkeiten auch. Und es ist fast unmöglich, noch ganz nach vor zu kommen. Deswegen muss man wirklich am Start ganz vorne dabei sein. Das heißt, man muss unter den ersten 3 sein, um wirklich Siegschancen zu haben. Und das ist jetzt mein Ziel. Also, dass du richtig fahren kannst und gut kämpfen kannst, das hat man gesehen, nachdem du dich wieder nach vorne gekämpft hast. Jetzt wollen wir hoffen, dass du im zweiten Lauf einen besseren Start hast. Viel Glück und wir geben ab zum Jack. Ja, alles Schöne gibt's zweimal im Leben, liebe Zuschauer. Der zweite Lauf der Pro Superbike, jetzt insgesamt das 6. Rennen des Jahres 97. Ich freue mich, oder wir freuen uns, dass Sie das DSF eingeschaltet haben, dass Sie uns zuschauen. Jack Schulz und Michael Galinski begrüßen Sie ganz recht herzlich. 5 Minuten noch bis zum zweiten Start und wir gehen zu Udo Mark. Ja, und ich stehe mit Udo Mark. Udo, wie geht's dir? Du warst ja im Sachsenring noch so ein bisschen gehandicapt durch die Verletzung, durch deinen Sturz, aber mittlerweile geht's dir besser, oder? Ja, mir geht es eigentlich ein gutes Stück besser. Mit dem Fuß habe ich keine Probleme mehr. Nur mit dem gebrochenen Wirbel, das beschäftigt mich doch länger, als ich gedacht habe. Das Team Suzuki arbeitet ja sehr gut. Wie ist deine Maschine abgestimmt auf dieses Rennen hier und auch vor allen Dingen auf den Kurs? Ich hoffe, dass wir einen Tick besser sind als im ersten Lauf. Mit dem Team, das ist richtig, da bin ich sehr, sehr zufrieden. Wir haben eine wirklich gute Mannschaft zusammenbekommen. Okay, also viel Glück, Udo Mark, auch im zweiten Lauf. Und wir drücken dem Udo die Daumen, dass er so ein bisschen den Anschluss findet. In der Punktesituation sieht es ziemlich trostlos aus, nur 29 Zähler. Vielleicht gelingt ihm ja jetzt ein Podestplatz. Ganz anders sein, zumindest Markenkollege Michael Rudroff, der fährt auch auf einer Suzuki und ich glaube, Jan Stecker steht schon bei dem Bayer, oder? Michael Rudroff, du hattest neue Reifen ausprobiert hier im ersten Lauf, im 5. Rennen und wie haben die geklappt? Ja, man hat gesehen, hat noch nicht so geklappt. Jetzt haben wir wieder was Neues probiert. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen weiter vorne dabei bin. Die ersten 5 Runden habe ich eigentlich gut mithalten können, aber dann haben sie ein bisschen abgebaut, aber wir werden die schon im Griff kriegen. Also jetzt fürs zweite Rennen neue Reifen aufgezogen? Ja, also klar, was Besseres. Eine bayerische Qualität halt. Also dann viel Glück für den Freistaat Bayern, dass es diesmal besser läuft. Michael Rudroff. Und das ist natürlich das Fabrikat der Firma Metzler. Das wollen wir Ihnen ganz gar verschweigen an dieser Stelle, in Anführungsstrichen. Also, Michael Galinski sitzt wieder neben mir. Wie würdest du die Verhältnisse für den zweiten Lauf einschätzen? Die Teams haben ja jetzt ein bisschen an den Motorrädern rumgewerkt, durften die Erkenntnisse einfließen lassen. Was kann man da an Vorsprung mitnehmen? Es ist immer so, wenn man 2 Läufe zur Verfügung hat, kann man natürlich die Ergebnisse aus den ersten im zweiten umsetzen. Und der Wind ist aber schon seit heute Morgen relativ stark. Deswegen glaube ich nicht, dass da was von der Übersetzung her geändert wurde, sondern Reifen. Man hat gesehen jetzt, man konnte im Training relativ wenig testen bei Trockenheit. Jetzt können sie noch geringfügig die Fahrwerkseinstellungen ändern und mit den Reifen jetzt ein bisschen härter, ein bisschen weicher, wie gerade Michi schon sagte, mal nochmal was Neues probieren. Rob Phillips im Bild, der Australier, wirkt auch entspannt und locker in den Punkten im ersten Lauf. Ob er nochmal die Meisterschaft holen wird, was er sich ja immer so vorstellt, das denke ich nicht. Noch eine Minute. Das heißt, die Startvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Zuschauer, recht zahlreich hier natürlich angereist, werden ein hoffentlich spannendes Rennen sehen. Und wir geben jetzt zum Tipp des Tages, beziehungsweise in wenigen Sekunden. Da entsteht gerade eine etwas größere Hektik auf der Grid. Die Maschinen werden angeschoben und so wie wir uns dort sortiert haben mit unserer Kamera, dann werden wir das versuchen nachzuholen. Also es dauert noch ein paar Sekündchen. Die Zuschauer, da waren wir stehen geblieben, haben sich hier dick und warm verpackt. Und ich glaube, jetzt haben wir den Tipp des Tages. Und ich stehe hier mit Michael Rohrer, Redakteur von Motorrad, dem Magazin. Michael, dein Tipp des Tages für das zweite, den 6. Lauf. Ja, der Jochen Schmidt wird sich wohl nicht mehr so die Butter vom Boden nehmen lassen am Start wie im ersten Lauf und dem Christian Lindholm mehr zusetzen. Vielleicht auch der Mecklauer, der hat mir gesagt, er hat sein Getriebe etwas kürzer abgestimmt. Beide werden dem Lindholm wohl eine etwas härtere Zeit geben, aber ich denke, dass Christian Lindholm es trotzdem schaffen wird. Also Christian Lindholm und wird der Sieger sein. Wir sehen uns gleich wieder. Wir müssen jetzt nämlich ganz schnell verschwinden. Ja, macht, dass er da runterkommt, Freunde. Sonst werdet ihr womöglich noch überfahren. Die Aufwärmrunde
Michael Galinski und Jacques Schulz hier für Sie in den nächsten gut 30 Minuten. Wollen wir hoffen, dass es genauso spannend wird wie vorhin in Lauf 1. Und wenn wir jetzt die Aufwärmrunde abziehen, werden wir wieder 14 Runden, 58 Kilometer erleben. Ist das körperlich anstrengend? Muss man sich verausgaben, gerade wenn man schon Einlauf in den Knochen hat? Also die Leute, eigentlich die Pro Superbike hier mitfahren, sind so durchtrainiert, dass diese 14 Runden eigentlich kein Problem ist. Also es ist gerade so, dass sie gut warm werden. Temperatur unverändert, Sie sehen 17 Grad Asphalt, 15 in der Luft bei gleichbleibendem Wind und dieser Bewölkung, die allerdings recht schnell über den Kurs zieht, sollten wir eigentlich keinen Regen erleben. Wir blicken in die Startaufstellung und sehen, dass dort Jochen Schmid, der natürlich sich diese Pole Position herausgefahren hat, auch in Lauf 2 ganz vorne steht. Und wie sagte Michael Rohrer so schön, er wird sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, deswegen also Jochen Schmid diesmal bemüht, den Start etwas besser hinzubekommen. Er steht in der ersten Reihe ganz vorne, neben ihm Andreas Miklau, der Österreicher. Dann haben wir Christa Lindholm, der Sieger des ersten Laufs, auf Platz 3 in der Mitte stehend. Und Roger Kellenberger komplettiert diese erste Reihe. Wir hoffen Ihnen, das so schnell wie möglich grafisch nachreichen zu können. Da gibt es gerade kleinere Problemchen. Gregorio Lavia in der zweiten Reihe sowie Michi Rudroff, dann Udo Mark und Rob Phillis. Das die 4 Piloten in Reihe 2. Anton Gruschka, Joa Berner, Andrea Mazzali sowie Paul Leuthardt in Reihe 3. Es folgen Robert Hüber, Uwe Wilhelm und Peter Linden in Reihe 4. Dann gehen wir die Namen weiter durch, der Vollständigkeit halber. Uwe Pollheide, Christian Häusele, Andrei Lelek, dann haben wir Jiri Mirkivka, Richard Heinrich Meyer, Harry Fahrt, Jörg Schmidt, Werner Dimperl, Hermann Schmid, dann Jarno Burkhardt, Johann Wolfsteiner, Marcel Mendel, Detlef Guderian, Beat Neef und Ossi Niederkircher. Das sind die Piloten, die an diesem Rennen in den Lenker greifen werden und uns hoffentlich Spannung ins Haus liefern. Die Piloten sind jetzt aus der Aufwärmrunde die letzten Meter fahren zurück auf der Startzielgeraden. Das dient dem Reifenwarmfahren, hier die Außenwände. Das ist richtig, das ist so kurz vorm Start nochmal die letzte Möglichkeit, so ein ganz klein bisschen was. Es ist auch so ein bisschen die Psyche, weil ob die 2, 3 Schlenker es noch bringen, aber es macht halt jeder, ich mache es auch. Es ist so das letzte vorm Start. Ganz kurz, dein Rennen, was ja jetzt zwischen diesen 2 Pro Superbike-Läufen stattgefunden hat, stand unter keinem guten Stern. Du hast dein Einsatzmotorrad nicht hier gehabt. Nein, wir konnten leider hier nicht antreten. Ich habe kurz vorher einen Getriebeschaden bekommen. Bin hier eigentlich nur so hingefahren für die Moderation auch hier. Und ein freundlicher Kollege von mir, der bei uns eine Zeitung hat, die BMA, der hat mir dann sein Motorrad zur Verfügung gestellt. Also du bist gefahren, hast natürlich die Eindrücke jetzt mitgenommen für uns für den zweiten Lauf, den wir jetzt zusammen erleben wollen. Die Piloten sind fast vollständig auf ihren Startpositionen eingerollt. Da fehlen noch 4, 5 Piloten und dann wird es hoffentlich gleich losgehen. Der erste Lauf also mit der Dominanz von Christa Lindholm, aber die Verfolger, sie werden daraus gelernt haben. Christa Lindholm ist jetzt auch der Führende nach 5 gefahrenen Läufen und auf ihn werden natürlich sich jetzt alle Augen richten. Er in der Mitte, rechts außen, das ist der Polesitter Jochen Schmid. Und der Start ist erfolgt. Miklau oder Lindholm, ähnliche Bilder und es sieht so aus wie der Mann mit der 13, ja, so ist es. Miklau, Schmid diesmal Zweiter und dann Lavia. Also Jochen, Michael ist wesentlich besser weggekommen. Ja, er hat alles dran gesetzt. Ich sage ja, er hat sich im ersten Lauf bestimmt wahnsinnig geärgert, dass er da nicht weggekommen ist. Und er wird jetzt auch alles versuchen, dran zu bleiben und er wird ein Wörtchen mitzureden haben. Auf 3 Lavia direkt hinter Schmid. Diesmal schafft er also die Voraussetzungen. Seine Rundenzeiten ab Halbzeit des Rennens waren genauso gut wie die der Spitze, nur diesmal fehlen eben nicht diese 50 Meter. Ganz vorne der Mann mit der 13, der Mackie Andreas Miklau. Schmid, Lavia, Lindholm, Rudroff. Ja, die Miklau hat wieder so einen Raketenstart wie in Zweibrücken beim zweiten Lauf, wo es erst ganz zum Schluss den Lavia gelungen ist, ihn zu einzukriegen. Und das bringt ihm jetzt erstmal enorme Vorteile. Wenn er da wegkommt, das kann er sich ein Stückchen freischaffen. Er hat von Unkonzentriertheiten gesprochen während insgesamt 10 Runden. Das bringt den Piloten aus dem Rhythmus. Kannst du das näher versuchen zu erklären? Was passiert, wenn man den Rhythmus nicht findet, wenn man die Rundenzeiten einfach nicht mehr fahren kann? Ja, es fängt so an mit so kleinen Fehlern. Und wenn sich das summiert, ne, dann passt die erste Ecke nicht, man hat sich leicht verbremst und dann will man es besonders und will die Zeit wieder reinholen und dann schafft man es einfach nicht, da in diesem Moment das so umzusetzen, wie man es gerade will.
Aktueller Ergebnisservice für Sie im Sportreport Newsflash. Sie haben es gesehen, Ralf Waldmann also in der 250er Klasse auf Platz 4. Leider hat sein ärgster Rivale Max Biaggi gewonnen. Wir konzentrieren uns jetzt allerdings wieder auf hier das Geschehen. Und da ist nämlich Lavia vorbei an Jochen. Also auch Lavia scheint da die Pause genutzt zu haben. 2 Ducati in Führung. Miklau, Lavia, Schmid und Lindholm. Hier noch einmal das Manöver in der Zeitlupe. Gut gemacht. Ja, von außen angegriffen, vor der Spitzkehre super gemacht. Und es ist auch so was. Ich denke, dass der Lavia auch was mit den Reifen noch probiert hat, weil gerade Pirelli probiert sehr viel. Sie sind noch neu im Geschehen und da wird einiges probiert. Und Jochen läuft Gefahr, hier noch einen Rang zu verlieren. Denn Christer Lindholm, der Mann mit der 1, ist jetzt hier tatsächlich an ihm vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob Sie es hinten haben erahnen können im Bild. Miklau, Lavia und dann Lindholm vor Schmid. Achten Sie mal auf den Hintergrund, da ist es. Dann Rudroff, Kellenberger und Philliss sowie Udo Mark. Also umgekehrte Vorzeichen. Da sage noch einer, der zweite Lauf sei immer ein Abziehbild des ersten. Das kann jetzt auch gerade so was sein. Der Jochen hat sich so viel vorgenommen, hatte einen einigermaßen guten Start. Und jetzt kommt hinzu, dass er diese kleinen Fehlerchen, ne, dann hat der eine überholt und gleich danach greift der andere an. Und es ist jetzt schwer für ihn oder auch wichtig für ihn, jetzt seinen Rhythmus wieder zu finden und dann wieder zurück anzugreifen. Und der Lavia hat die Lücke geschlossen zum Andreas Miklau vorne. 0,35, das ist schon Makulatur, denn da ist der Spanier am Hinterrad des Österreichers. Hier die beiden im Bild. Also wenn der Lavia eine Abstimmung gefunden hat, so wie beim Auftakt in Zweibrücken, wenn das Motorrad absolut konkurrenzfähig ist, dann hat er die Möglichkeit, hier tatsächlich um den Sieg mitzufahren. Und hier greift der Miklau. Also jetzt sehen wir auch an Stellen Überholmanöver, die es nicht im ersten Lauf gab. Lavia, der die Meisterschaft so lange anführte, jetzt auf Platz 3 der Gesamtwertung zurückgefallen ist, gibt hier im wahrsten Sinne des Wortes richtig Asche. Hier die Wiederholung. Auf der Bremse die innere bessere Linie. Ab wann sieht der Pilot, der außen überholt wird, den Gegner? Also sehr, sehr spät. Er sieht es erst, wenn er wirklich das Vorderrad sieht. Und an der Stelle gerade, das ist wirklich schwierig zu überholen. Also das war schon wieder so eine, ich will nicht sagen typisch Lavia-Aktion, aber man sieht, wie wahnsinnig er kämpft jetzt. Weil er weiß ganz genau, die Meisterschaft, da muss er jetzt was für tun. Er ist auf den 3. Platz zurückgefallen und er kämpft wirklich hier. Man sieht es, er rutscht und slidet und macht. Hofft man da auf das Mitspielen des Gegners beim Überholen? Man hofft darauf, weil das haben wir schon mal gesagt, wenn man sich dazu entschlossen hat, dann muss man es durchziehen und dann kann man nicht mehr zurück, weil sonst ist der Platz nicht da. Und er hat es sich vorgenommen und ist auch vorbeigegangen. Und jetzt ist der Andreas Miklau auch einer, der, wenn er den Lavia sieht, dass er auch Platz macht. Mit ihm kann man gut mitspielen und so muss es sein, weil es hat keinen Sinn, da so verrückte Attacken zu machen. Lavia vor Miklau, Führungswechsel also in der 3. Runde, dann Lindholm, Schmid, Rudroff, Mark vorbei an Kellenberger, Philliss, Mazzali und Gruschka. Und ich glaube, wenn zwei sich streiten, dann könnte sich der Mann mit der 1, der Dritte im Bunde freuen. Denn auch Christer Lindholm greift jetzt hier in den Spitzenkampf ein. Noch nicht ganz, aber ich sehe schon, du zuckst auf dem Stuhl. Lindholm greift Miklau an. Es wird auch eine Reifengeschichte werden, weil gerade sind so dicht beieinander. Da wird sich zum Schluss zeigen, wer wirklich die Sachen gewählt hat, wer am besten abgestimmt hat, dass es dann zum Schluss für schnellere Rundenzeiten noch reicht. Und Lindholm wird garantiert angreifen, also ist wirklich super. Die 3 Piloten in der Meisterschaft, die in der Tabelle vorne liegen, jetzt auch in diesem Rennen an der Spitze, gefolgt vom Starthalter von Jochen Schmid auf 4, der ja auch die Verfolgerrolle einnimmt. Und jetzt sehen Sie mal, wie die 3 dort auf der Startzielgeraden im Windschatten zusammengeschweißt sind. Und Miklau holt sich die Führung zurück. Also da hat er gelernt aus Lauf 1, als er unkonzentriert war, das ganz offen zugab. Hier hat er jetzt die Linie wieder gefunden und hat gekontert. Also Unterschiede in den Reifen bei Ducati zwischen Miklau und Lavia. Ganz klar. Dann natürlich
Lindholm auf der Yamaha mit einer anderen Technologie. Hier ist für Spannung und Unterschiedlichkeit an der Spitze aufgrund der Konzepte gesorgt. Und Lavilla wieder an dieser Stelle. Genau die gleiche Stelle. Das ist wirklich Wahnsinn. Er denkt sich jetzt, wenn das einmal geklappt hat, dann lässt er mir auch das zweite Mal die Lücke auf. Und diesmal hat Andy Miklau da mehr Platz gelassen. Und jetzt verliert er die Führung. Nicht nur an Lavilla, sondern auch den zweiten Rang schlagartig gegen Lindholm. Also innerhalb von 2-3 Kurven von 1 auf 3. Und der Lindholm, der wird doch wohl nicht den Lavilla hier angreifen. Doch, tatsächlich, und geht vorbei. Und der Konter, da ist ein bisschen abgetrieben worden, zu schnell. Also das ist ein fantastischer Lauf, liebe Zuschauer, da ist alles drin. Wieder Windschatten fahren. Wer wird die Nase vorne haben? Lavilla auf der Startzielgeraden. Aber das wird sich jetzt schon wieder ändern können. Lindholm. Also hier zu sagen, wer die Nase vorne hat, glaube ich, ist verwegen. Fahren die drei jetzt durch ihren Kampf untereinander langsamer als Schmid? Hat der die Möglichkeit aufzuschließen? Bei solchen Fights hat er die Möglichkeit wieder aufzuschließen, weil man behindert sich. Ne? Das ist wirklich Kampf pur. Ne? Und dabei behindert man sich etwas. Und Jochen müsste jetzt seine Chance wirklich in der Hand nehmen und nach vorne, weil sonst fahren sie weg, sonst schafft das nie mehr. Also Lindholm, Lavilla, Miklau lautet die Reihenfolge. Dann Schmid mit 1,98 Sekunden Rückstand. Marc ist Fünfter, Kellenberger und Lindholm kann hier die Spitze verteidigen. Rodroff, Phillis, Mazzali und Gruschka die ersten 10. Muss er praktisch nah genug ran sein, damit er dafür diese Kurve, in dieser Kurve nah genug ran sein, dass er da den Windschatten wirklich auch nutzen kann. Das ist jetzt ein ganz klein bisschen weit weg. Ich glaube nicht, dass er es noch schafft auf der Geraden. Bekommen Sie kurz einen Eindruck von dieser Geschwindigkeit. So 2,70 in etwa auf der Startzielgeraden, 2,65. Und Miklau hat es diesmal genutzt gegen Lavilla. Er wieder von 3 auf 2. Wenn die beiden sich natürlich jetzt da behaken, hat Lindholm unter Umständen die Möglichkeit, vorne wegzufahren. Also hier sollte man jetzt eher miteinander arbeiten als gegeneinander. Lavilla sogar um, wo ist Jochen Schmid? Antwort 3 Sekunden zurück. Der Jochen hat jetzt so ein bisschen das verpasst und ich glaube nicht, dass er da noch rankommt. Weil vielleicht hat er auch irgendein Problem, weil es ist eigentlich nicht so seine Art, dass er jetzt so weit zurückfährt, in Anführungsstrichen zurück. Und Yamaha muss auch wirklich gut gearbeitet haben, weil wenn man sieht in der Spitzkehre, wo die Ducati eigentlich sonst immer diesen Vorteil hat von dem drehmomentstarken Motor, gerade da kommt eigentlich fast die Yamaha besser aus der Ecke als die Ducati. Inwiefern spielen die Reifen jetzt eine Rolle? Wenn die ersten 3 sehr hart fighten, könnten sie da mehr Reifen brauchen? Gibt es da vielleicht noch die Möglichkeit, den einen oder anderen heranzufahren? Schau mal, wie der Lavilla Probleme hat. Ja, er hat ein unheimliches Tempo vorgelegt am Anfang und es geht jetzt schon los mit dem Problem mit den Reifen. Und das ist, wer jetzt den härtesten geholt hat, ja, er hat es geschafft. Wieder aus dem Windschatten vorbei, ist wirklich toll. Also Miklau diesmal mit einer noch stärkeren Performance. Da hat Lindholm noch, weiß Gott, keine Ruhe, ganz im Gegenteil. Das ist auch so, wenn man den Windschatten, also wenn man das Überholmanöver sehr spät ansetzt, dann ist das wirklich eine ganz knifflige Stelle, weil da geht nur einer durch, hinten durch diese Verengung geht nur einer durch, danach die Kurve mit etwa 220 wird die gefahren. Also da muss man sich schon wirklich einig werden und das ist so, schon so eine Mutecke. Wenn Miklau vor Lindholm bleibt, würde er wieder die Führung um einen Punkt im Pro Superbike-Klassement übernehmen. Wenn Lindholm gewinnt, würde sein Abstand auf 9 Punkte anwachsen.
Also hier geht es auch in diesem Duell nicht nur um den Tagessieg, sondern auch um den Gesamtführungsanspruch von Meklau und Lindholm. Ich glaube, ein Sieg täte dem Andreas Meklau auch sehr, sehr gut für das Selbstvertrauen. Alles stimmt momentan. Motorrad, die Abstimmung, die Form des Fahrers. Was einfach fehlt, sind die finanziellen Möglichkeiten des Spielbergers. Da ist er ein bisschen limitiert. Da gab es gröbere Probleme. Man hangelte sich anfangs so von Rennen zu Rennen. Und seine gute Vorstellung und Siege, die verstärken natürlich die Möglichkeiten Richtung finanzieller Optionen. Jetzt wollen wir sehen, ob Lindholm hier über die Power und die Möglichkeiten verfügt gegen Meklau. Aber das sah nicht gut aus für den Schweden. Lavia hat ein bisschen zurückstecken müssen, denke ich. Fährt 1,31,2, die Spitze 1,31,1. Jochen 1,31,8. Also da wächst der Abstand auf fast 6 Sekunden. Dann Mark, Kellenberger und Rodroff, die fahren noch einmal eine Sekunde langsamer. Mark hat einen Abstand von 1,1 Sekunden zu momentan Jochen Schmidt. Hier sehen Sie es im Überblick. Roger Kellenberger wohl auch im zweiten Durchgang ohne Chancen auf einen Podestplatz. Welche Rolle ist besser? In welcher fühlt man sich besser? Als Führender oder als Jäger? Also eigentlich als Jäger, weil führend ist immer das Problem, man wird gejagt. Wenn man hinterher fährt, kann man die Linie studieren, kann sich schon mal so in etwa so ein bisschen nicht aussuchen, aber man kann in etwa sehen, wo ist der andere schwächer, wo kann ich mir einen Punkt zum Überholen noch suchen. Und es ist einfach immer so dieser Druck, wenn einer hinter mir ist schon, also der Führende hat es schwieriger. Schaut man dem Gegner aufs Hinterrad? Wo schaut man konkret hin? Man schaut nicht aufs Hinterrad, weil das ist ein wirkliches Problem. Man darf nicht zu sehr sich auf den Vordermann fixieren, weil wenn man dann zum Überholen ansetzt, dann muss man wirklich seine Linie beobachten, sonst fährt man dem Hintermann unweigerlich ins Motorrad, weil man fährt immer dahin, wo man hinguckt. Und die beiden hier, die machen es spannend, liebe Zuschauer. Meklau oder Lindholm? Ich glaube, da wird sich Gregorio Lavia mit einem dritten Platz begnügen müssen. Und jetzt die Attacke auf der Innenlinie von Lindholm. Er übernimmt wieder die Führung in Runde 10. Meine Güte, ist das ein Finale. Hier die Wiederholung zum Genießen. Sind wir gespannt, ob sich Lindholm löst. War das die Final Attack, wie man sagt? Oder kann der Andi noch einmal kontern? Also das ist vom Feinsten, vom Allerbesten hier, gar keine Frage. Wir hatten uns einige interessante Gesprächsthemen vorbereitet, um sie so ein bisschen in die Hintergründe des Motorradrennsports zu führen, liebe Zuschauer. Aber das werden wir im Laufe des Wochenendes bzw. unserer nächsten Übertragungen wiederholen und das nachholen. Jetzt wollen wir uns ganz hier in den letzten 4 Runden auf das Duell um den Sieg konzentrieren. Wie gesagt, wer dieses Rennen gewinnt, hat auch in der Meisterschaft die Nase vorn, und das ist nach 3 Läufen quasi die fast Halbzeit, könnten wir sagen, etwas vorgegriffen. Also eine wichtige Standortbestimmung nach fast 50% der gefahrenen Serie. Wer hier die Nase vorne hat, verfügt über sicherlich auch einen psychologischen Vorteil für die nächsten Rennen in Colmar, am Nürburgring, im Hockenheimring und so weiter. Der André ist dran, und dadurch, dass er im ersten Lauf auch so zum Schluss noch so aufkam, also können wir wirklich noch auf eine Schlussattacke gefasst sein. Ja. Hier die Positionen nach Runde 10. Lavia jetzt mit 4,2 Sekunden abgeschlagen. Hier geht es nur noch zwischen dem Schweden und dem Österreicher um den Sieg. Hier befindet sich ja die Schwefelindustrie des Ostblocks in der Nähe. Man hört immer wieder von den Fahrern, dass diese Schwefelsäuren die Luft, wenn es regnet, die Fahrbahnoberfläche rutschig machen. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also es ist im Regen hier sowieso nicht so schön zu fahren, weil erstmal die Oberfläche ist nicht ganz so gut. Dann kommen diese vielen Bodenwellen hinzu, wo wirklich Pfützen stehen und Rinnsal über die Strecke läuft. Deswegen können wir wirklich ganz, ganz froh sein, dass es hier nicht geregnet hat bei dem Lauf. Und diese Chemikalien rutscht da die Oberfläche, rutscht man noch stärker auf der Oberfläche? Es kommt von drüben hier rüber, man riecht es auch hier, wenn man durchs Fahrerlager läuft, ne? Man riecht es wirklich. Also die Rennstrecke, die hat was, die ist wirklich schön, die hat schnelle Kurven, langsame Kurven, mit den Bodenwellen ist ja auch schwierig, sein Fahrzeug drauf abzustimmen, aber dieses Umfeld, naja, es könnte besser sein. Marc hat jetzt Schmid überholt, das kündigte sich an, dass Jochen eher nach einem Raketenstart an Boden verlieren würde. Also Positionswechsel jetzt. Der Furtwanger Vierter und der Backnanger Fünfter. Und wir konzentrieren uns wieder ganz auf die Spitze, während ich Ihnen noch schnell die Positionen 6 bis 10 sagen darf. Kellenberger, Phillis, Rudroff, Mazzali und Hüber unter den Top 10. Wer kommt zuerst? Lindholm oder Meklau? Der Schwede. Also du erwartest eine Schlussattacke nach dem Studium von Lauf 1, wo Meklau nochmal hat zusetzen können. Da kann sich Lindholm noch nicht sicher sein. Nein, er kann sich auf keinen Fall sicher sein. Und es wird eine Schlussattacke kommen und da wird man sehen, ob er hart genug ist, ob er es durchziehen kann oder ob er durchziehen will, wirklich auf der Bremse an Lindholm vorbeizugehen, der wirklich stark ist auf der Bremse. Wenn er jetzt nah genug ran ist, dann kann er aus dem Windschatten raus nochmal überholen. Denn ihm laufen jetzt auch die Runden weg. Wir sind bereits am Ende der 11., zu Beginn der 12. Und das sieht gar nicht schlecht aus. Diesmal mehr Fahrbahnmitte, 12 Meter breit ist ja hier das Asphaltband. Und es reicht. Also Meklau hat jetzt gute Karten. 8,8 Kilometer vor Schluss. Vielleicht doch hier den ersten Laufsieg 97 einzufahren. Die beiden fahren jetzt wirklich auf der allerletzten Rille. Da kann man sicher sein. Und vielleicht ist der Andy Meklau auch so ein bisschen seinen ersten Lauf gewinnen zu wollen. Vielleicht beflügelt ihn das jetzt so ein bisschen, die letzten 2 Runden wirklich noch Druck zu machen. Wenn wir den ersten Umlauf uns noch einmal ins Gedächtnis rufen, da war er stark in der Schlussphase. Wenn er das hier jetzt vorexerzieren kann, dann denke ich, sollte er hier mit diesem entscheidenden Manöver für den Sieg gesorgt haben. So ein bisschen setzt er sich sogar vielleicht ab. Er fährt jetzt ganz hart und vielleicht schafft er es diesmal wirklich, dass auch die letzte Runde noch durch richtig, durch richtig ziehen mal noch nach vorne zu kommen. 7/1000 der Abstand in der Rundenzeit, 31:18 zu 31:11. Also das ist wirklich ein Wimpernschlag und jetzt beginnt gleich schon die allerletzte Runde. Meklau versucht hier Lindholm rauszuschütteln aus dem Windschatten. Du sagst, es reicht nicht? Nein, es reicht nicht. Er wird aus dem Windschatten jetzt nicht packen und ich glaube, dass der Andy Meklau seinen ersten Sieg einfahren wird. Er wird jetzt alles geben, die letzte Runde, und ich drücke ihm auch ein bisschen die Daumen, weil er hat es wirklich mal auch verdient. Der seitenweiche Österreicher wird allerdings hier angegriffen und da hat Lindholm Probleme. Gut gekontert, da war er zu schnell, Überschuss und der Österreicher ist innen durchgerauscht. Ich wollte sagen, der seidenweiche Österreicher mit seiner Stimme, mit seiner weichen Art greift hier stahlhart zu und versucht, den Sieg zu erringen. Nur die beiden noch im Geschehen. 17/1000 der Unterschied bei der letzten Zieldurchfahrt. Lindholm hat es versucht. Hier wäre noch eine Stelle gewesen, müssen wir schon sagen. Bodenwelle. Ein Finale Furioso. Und nochmal kommt Lindholm außen. Und da hat Meklau nochmal die Muße zuzumachen. Jetzt gibt es nur noch eine Stelle. Das ist jetzt vor Start und Ziel vor der Rechtskurve. Jetzt. Und das reicht für Lindholm. Das gibt's ja nicht. Noch einmal der Konter von Meklau. Nein. Hat er jetzt die bessere Beschleunigung? Bei Start und Ziel. Lindholm liegt vor Meklau. Jetzt greift er an.
Und es reicht für Lindholm. Lindholm gewinnt. Das gibt's ja nicht. Das war die letzte Aktion da und das war wirklich super. Also man muss sagen, die waren wirklich gleichwertig und da hat jetzt wirklich nur der momentane Angriff entschieden. Das war super. Hier noch einmal die Zeitlupe. Da wäre Mecklau fast noch abgestiegen. Ein Riesenfinale mit noch einem Christa Lindholm als Sieger. Und ich glaube, die Enttäuschung kann man bei Mecklau sich ausmalen. Wir geben kurz nach München. So, jetzt wollen wir für Sie neben dem, wie die Bilder sich gleichen, obligaten Burnout das Ergebnis noch einmal für Sie zusammenfassen und grafisch aufbereiten. Wieder also der Sieg von Lindholm vor Mecklau. Lavia abgeschlagen, 10 Sekunden. Schmid und Odomark auf den Plätzen. Da ist der Jochen also doch noch am Udo vorbeigezogen. Dann Roger Kellenberger, Rob Phillips 7. Michael Rodroff diesmal 8. Andrea Mazzali und Hüber komplettiert die ersten 10. Punkte auch für Gruschka, Berner, Leutert, Klink und Christian Häusler auf der Ducati von Mecklau des Vorjahres holt ein verdientes Pünktchen. Wir geben zu den Interviews. So, und ich stehe hier mit Christa Lindholm, dem Sieger in einem Wimpernschlagfinale. Ein unglaubliches Rennen war das. Christa, ein super Rennen, ganz knapp am Ende noch den Andreas Mecklau geschafft, war super spannend. Wie hast du es gefühlt? Ich glaube, für die Zuschauer war es das beste Rennen dieses Jahr, die letzte Runde. War ganz hart mit Mecklau und ich glaube, ich habe das Glück und meine Zeit und Yamaha-Zeit. Du hast ja ein paar Mal versucht, hart dran vorbeizugehen, aber ein paar Mal hat er zugemacht, ganz knallhart. Und am Schluss hatte er noch einen kleinen Verhaker, den hast du nicht gesehen. Deswegen also wirklich ein Wimpernschlagfinale, eines der schönsten Rennen, die wir überhaupt gesehen haben. Und deswegen herzlichen Glückwunsch, Christa Lindholm, ein toller Sieger in einem tollen Rennen. Vielen Dank für mein ganzes Team und meinen Sponsoren. Zunächst mal zurück zu Jack. Also ein überglücklicher Christa Lindholm. Ich glaube, wir schließen uns der Meinung von Jan an, das spannendste Rennen, was wir gesehen haben dieses Jahr, oder? Das war doch Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn. Also es war mit Abstand das spannendste Rennen und ich habe ja so ein bisschen halt für den Österreicher nicht die Daumen gedrückt, aber er hätte es verdient gehabt. Aber so war es natürlich umso besser. Die Attacke war wirklich super. Und wir gehen mal zu Andi Mecklau. Bitte, Jan. So, jetzt stehe ich hier mit Andi Mecklau, dem Österreicher, der ein so unglaubliches Rennen geliefert hat. Andi, es war ein tolles Rennen, das du geliefert hast, aber ganz zum Schluss hat es nicht mehr so gereicht. Ja, schade, also momentan ärgere ich mich ein bisschen, aber das ist Rennsport ganz einfach und ich glaube, es ist richtig fair runtergegangen zwischen Christa und mir eigentlich und so gehört es auch. Und wenn man dann einen kleinen Fehler macht und ein Profi so wie Christa hat es ausgenutzt und er hat auch Fehler gemacht, wir haben uns, glaube ich, in der letzten Runde 3-mal überholt. Ja, und er hat mich dann in der vorletzten Kurve eigentlich innen vorbeigeschleppt. Ich wollte dann auch noch mehr kontern, aber es ist einfach nicht mehr ausgegangen. Ja, und es war ganz ein Wimperschlag. Aber so ist das im Motorsport. Also zum Schluss hat man das Gefühl gehabt, in der letzten Runde, bei dem letzten Versuch, ihn zu überholen, da reißt sich nochmal vom Motorrad beinahe. Da hast du wirklich alles gegeben. Richtig, also ich habe es wirklich nochmal, sagen wir so steirisch ausgequetscht, aber es war zu wenig momentan, aber es war ein schöner Slide. Aber mit dem zweiten Platz bin ich zufrieden und die Meisterschaft ist lang und Gratulation an Christa und der Lavilla ist auch ein hartes Rennen gefahren am Anfang und ich glaube, das ist für ein Publikum eigentlich, so soll Motorsport ausschauen. Dankeschön, Andi Mecklau, ein super zweiter Platz und ich denke mal, dass er sich den auch verdient hat. Wir hoffen bald auf den ersten Sieg von Andi Mecklau in einem dieser Pro-Superbike-Rennen. Und hier haben wir schon direkt den dritten, Gregorio Lavilla. Bis zum heutigen Tag hat er noch die Führung in der Gesamtwertung gehabt. Jetzt hat er sie abgegeben. Gregorio, that was a real tough race. At the beginning, ein hartes Rennen für Sie, Gregorio. Am Anfang sah es so aus, als würden Sie gewinnen können. Dann haben Sie nachgelassen. Ja, das ist das erste Mal, dass ich hier bin und wir haben nicht genügend Erfahrung gehabt. Das Setup war einfach nicht gut genug und später im zweiten Lauf haben wir das besser in den Griff bekommen, aber für den Sieg hat es nicht gereicht. Ich musste einfach langsamer fahren, weil wir waren reifenmäßig überfordert. Ich habe alles versucht, gerade am Anfang auch die Leute zu überholen. Dritter ist ich dann glaube, wir für sehen mich noch ein paar jetzt noch richtig harte und glücklich spannende Rennen, auch gelaufen. mit Gregorio Lavilla, der mit Sicherheit noch mal eingreifen wird, wenn er sich ein bisschen besser auf alle Strecken eingestellt hat. Thank you very much, Gregorio. Good luck for the next races. Und wir gehen ab zur Siegerehrung. Und bei dieser Siegerehrung werden wir natürlich jetzt zum zweiten Mal die schwedische Hymne hören, die vorbereitet wird hier in Most. Ich denke, wir haben zwei super Rennen gesehen, liebe Zuschauer. Diese Pro Superbike-Serie, sie besitzt eigentlich alles, was großen Rennsport ausmacht. Siehst du auch eine Möglichkeit, dass vielleicht noch Jochen Schmid als jetzt Vierter, als Verfolger in diesen
Pulk an der Spitze eingreifen kann, oder sind die 3 Meisterschaftsfavoriten nach der Hälfte der Saison klar? Nein, aber ich denke auch, dass er im zweiten Lauf ein Problem gehabt hat, weil er hat sich eigentlich vorgenommen, super zu starten. Er hat es geschafft und ist dann so ein bisschen zurückgefallen. Man muss mal abwarten, was Jochen dazu zu sagen hat. Und die Hymnen für den Sieger. Also ich bin mir nicht sicher, bis zu uns dringt hier die Hymne nicht hoch, liebe Zuschauer. Und ich höre, jetzt kommt sie. Verdienter Applaus für einen verdienten Sieger. Vielleicht ist der Schwede mehr der Siegertyp, der eiskalte Killer, wenn es eben genau um diese entscheidenden Szenen geht. Vielleicht ist der Österreicher da ein bisschen, ein Hundertstel, ein Tausendstel im Defizit. Das drückt sich jetzt in der Meisterschaft aus wie folgt: 111 zu 102. Ich habe es Ihnen gesagt, 9 Punkte der Unterschied. Da ist noch nichts entschieden. Lavia auf Platz 3, Schmid der Verfolger, und die weiteren Punktepositionen für Sie im Überblick zwischen 6 und Platz 10, Robert Über. Und es geht weiter mit Klink, Leuthard, Brian Morrison, der nicht mehr fährt. 25 Punkte rühren von einem Sieg her in Sachsen, und dann Harifat sowie Fritz Einberger. Das soll es aus der Kommentatorenkabine gewesen sein von Michael Galinski, dem Champ 86, und meiner Seite. Und ich glaube, Jan Stecker hat für Sie noch ein paar Worte am Ende. Tschüss und auf Wiedersehen.